Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein einfaches Rezept für einen Kartoffelkuchen mit Speck und Zwiebeln. Dafür benötigen wir als erstes eine Rührschüssel, 1 bis 2 Knoblauchzehen abziehen und in die Schüssel pressen. Außerdem 4 Eier, 200 Milliliter Sahne und eine gute Prise Salz sowie frisch gemahlenen Pfeffer dazugeben. Alles mit einem Schneebesen miteinander verquirlen und dann kurz zur Seite stellen. Weiter geht's mit den Zwiebeln. Ich habe hier insgesamt 2 Stück verwendet. Abziehen und mit einem Messer fein hacken. Wenn das erledigt ist, eine große Pfanne mit einem kleinen Schuss Öl erhitzen, 125 Gramm Speckwürfel in die Pfanne geben, außerdem die fein gehackten Zwiebeln und jetzt unter gelegentlichem Wenden für 3 bis 4 Minuten bei mittlerer Hitze anbraten. Währenddessen kümmern wir uns um die Kartoffeln, insgesamt 1,5 Kilogramm, vorwiegend festkochende Kartoffeln, schälen und in kleine Würfel oder dünne Scheiben schneiden. Die Kartoffeln anschließend ebenfalls in die Pfanne geben, für weitere 3 bis 4 Minuten anbraten, dabei gelegentlich wenden bzw. umrühren und zum Schluss mit einer guten Prise Salz sowie Pfeffer würzen. Außerdem gebe ich noch etwa einen Teelöffel süßes Paprikapulver dazu. Alles noch ein letztes Mal gut umrühren. Dann vom Herd ziehen und die Kartoffelmasse in eine passende Auflaufform oder Springform umfüllen. Die Auflaufform dabei am besten mit einem Bogen Backpapier auslegen, die Kartoffeln gleichmäßig in der Backform verteilen, danach die Ei-Sahne-Mischung über die Kartoffeln gießen, noch etwas geriebenen Käse drüber streuen und so kommt das Ganze dann in den vorgeheizten Backofen bei 180 Grad Umluft bzw. 200 Grad Ober-Unterhitze für etwa 45 Minuten, bis die Kartoffeln gar sind und der Käse eine schöne goldbraune Farbe angenommen hat. Die Auflaufform nach dem Backen aus dem Ofen holen, den fertigen Kartoffelkuchen am besten noch kurz in der Form abkühlen lassen, anschließend aus der Form heben bzw. stürzen und dann können wir ihn in Stücke schneiden und servieren. Als Beilage eignet sich ein Salat mit beispielsweise Joghurtdressing sehr gut. Und dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.